Ladies and Gentlemen, ich freue mich sehr, denn ich habe mal wieder etwas Großartiges vorbereitet. Denn Drancer, mein selbstgebautes Kameragestell, hat inzwischen Phase 2 erreicht. Es gibt Optimierungen und eine Veränderung, die die Aufnahmen auf ein komplett neues Niveau gehoben haben. Daher möchte ich nur für dich direkt zur Sache kommen. Ladies and Gentlemen, willkommen bei Product Chat Mastery. Vermutlich hast du bereits dieses kleine Produktvideo hier von mir gesehen. Das Video ist direkt entstanden, nachdem Drancer Phase 2 erreicht hat, weil ich unbedingt testen wollte, was für Hashtag extrem sexy Aufnahmen ich damit machen kann. Wenn du den ersten Teil von Drancer noch nicht gesehen hast, dann solltest du unbedingt das Video hier oben als erstes anschauen. Dort erkläre ich nämlich, wie das ganze Grundgerüst aufgebaut ist, also vom Bodengestell über das Kreiselsystem bis hin zum Kameramount, was sich nach oben und unten schwenken lässt. Die absolut wichtigste Neuerung bei Drancer ist jetzt aber, dass ich ein Hintergrundsystem habe, was sich mit der Kamera mitrotiert. Vielleicht fragst du dich gerade, warum man sowas überhaupt braucht. Naja, und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Denn wir haben unsere Kamera auf einem Kreisel, der sich um 360 Grad dreht. Das heißt, man sieht so ziemlich alles vom Raum. Und im ersten Produktvideo bin ich ganz gut drum herum gekommen, indem ich nämlich den kompletten Raum abgedunkelt habe und hauptsächlich mit dem Feuer gearbeitet habe, was direkt am Produkt war. So habe ich ganz gut einen relativ schwarzen Hintergrund hinbekommen. Aber was ist, wenn ich keinen schwarzen Hintergrund haben möchte, sondern einen weißen oder irgendeinen farbigen? Schließlich kann ich ja nicht um den kompletten Kreisel herum so ein 360 Grad Hintergrundsystem oder Zelt aufbauen. Ich meine, ich könnte schon, aber es geht ja einfacher. Und das naheliegendste ist natürlich ein Hintergrundsystem zu bauen, was sich mit der Kamera mitrotiert. Wie schon beim Grundgerüst habe ich mich wieder dazu entschieden, mit so einem Vierkant-Alu-Stecksystem zu arbeiten. Es ist leicht, stabil, man kann sehr einfach damit arbeiten und es am Ende des Tages auseinanderstecken und sehr platzsparend wieder verstauen. So, kommen wir nun zum Aufbau. Wie immer habe ich die Links zu allen Bauteilen unten in die Beschreibung gepackt. Als erstes musst du herausfinden, welche Maße dein Hintergrundsystem haben soll. Das Ganze ist nämlich abhängig von ein paar Faktoren, wie der Brennweite des Objektivs, der Sensorgröße der Kamera, Abstand zwischen Hintergrundsystem und Kamera und Kamerawinkel, weshalb meine Maße auch nicht unbedingt bei dir jetzt passen müssen. Ich habe das Ganze sehr praktisch gelöst. Als erstes habe ich ein relativ weites Objektiv auf meine Kamera geschraubt, das den größten Blickwinkel braucht. Dann habe ich geschaut, welchen maximalen Abstand das Hintergrundsystem von meiner Kamera haben kann. Dann habe ich die Kamera einfach angemacht und mit einem Maßband ausgemessen, wie breit und wie hoch das Bild an dieser Stelle ist. Naja, und rausgekommen ist dann dieses Monster hier. Ach so, du willst bestimmt als Referenz wissen, was mein Hintergrundsystem für Maße hat. Sekunde. So, mein Hintergrundsystem ist 80 cm hoch, 130 cm breit und 20 cm tief. Die Breite und die Höhe entspricht natürlich den Maßen, die ich vorher in dem Kamerabild ausgemessen hatte. Die Grundkonstruktion ist eigentlich ein relativ simpler Rahmen mit dem kleinen Extra, dass ich hier so eine kleine Stütze in die Tiefe gebaut habe. Als erstes brauchst du also 3 Aluminiumstangen, die die Höhe deines Bildes entsprechen, also bei mir 80 cm. Dann brauchst du noch 2 kurze Aluminiumstangen für die Tiefe, also bei mir 20 cm. Und zum Schluss brauchst du dann noch 4 Aluminiumstangen, die der Hälfte deiner Bildbreite entsprechen, also bei mir 65 cm. Der Grund dafür liegt daran, dass wir so ein T-Stück hier in die Mitte unserer Bildbreite einbauen wollen, damit wir hier nämlich die Stabilisierung für die Tiefe einbauen können. Das Ganze wird mit den entsprechenden Winkelsteckern verbunden, also 6 rechtwinklige Stecker und 2 solcher T-Stücke. Dieser Rahmen muss aber irgendwie noch an das Kamera-Rod-System befestigt werden. Dazu habe ich ganz einfach 2 Löcher in diese Aluminiumstange gebohrt, damit ich dann ganz einfach eine Baseplate da dran schrauben kann. Jetzt brauchst du nur noch eine flexible Wand, die du in diesen Rahmen einspannen kannst. Ich habe mich dazu entschieden, das mit so einer Acrylplatte zu machen. Acryl ist leicht, relativ flexibel und sehr einfach zu bearbeiten. Die Acrylplatte spanne ich dann so in den Rahmen ein, dass es nach hinten ausbeult und so eine Rundung entsteht. Die Höhe der Acrylplatte entspricht wieder der Maße der Bildhöhe, beziehungsweise der Länge der Stange, die du für die Höhe benutzt. Die Breite der Acrylplatte sollte aber aufgrund der Wölbung ein bisschen mehr sein als die Breite des Bildes, die du gemessen hast. Bei mir sind das ungefähr 144 cm. Um die Platte dann aber noch an den Rahmen befestigen zu können, habe ich mich dazu entschieden, solche
solche Klettkabelbinder zu verwenden, die man eigentlich dafür nutzt, um Kabel zu organisieren. Dazu habe ich in der Acrylplatte sowohl in den Ecken als auch in der Mitte jeweils Löcher gebohrt, wo ich dann diese Kabelbinder durchziehen und am Rahmen befestigen konnte. Und damit steht dann die Grundkonstruktion des Hintergrundsystems. Das Einzige, was du dann jetzt noch machen musst, ist farbiges Papier auf die Platte hinten zu klemmen. Ich habe mir dafür solche Papierrollen gekauft, die ich dann dementsprechend zuschneiden konnte. Und hier liegt auch eine große Stärke dieses Hintergrundsystems, denn ich kann ziemlich einfach und schnell dieses Papier im Hintergrund austauschen und mit einer anderen Farbe ersetzen und so innerhalb einer Minute eine ganz neue Szenerie erzeugen. Und eigentlich ist der Hintergrund dann jetzt fertig. Ich hatte dann nur ein kleines Problem. Und zwar hat die Größe des Rahmens dafür gesorgt, dass der Hintergrund angefangen hat, so zu wackeln. Die Baseplate auf dem Rod-System hat also nicht ausgereicht, weshalb ich ein paar Stützen brauchte, die ich zusätzlich an dem Kugellager in der Mitte befestigt habe. Am Anfang hatte ich nur 2 Platten auf diesem Kugellager montiert, um diese Querstreben für das Rod-System zu befestigen. Die habe ich jetzt auch mit so Vierkant-Aluminiumrohren ausgetauscht. Daran konnte ich dann in so einem aufspreizenden Winkel 2 weitere Rohre montieren, die dann als Auflagefläche für das Hintergrundsystem funktionieren. Und jetzt ist das Hintergrundsystem unglaublich stabil geworden. Vielleicht hast du dich auch schon gefragt, warum ich nicht so einen geraden Hintergrund benutzt habe, sondern so einen gewölbten. Die einfache Antwort ist, dass sich das ganze Ding sehr schnell dreht. Ein gerader Hintergrund würde in der Rotation viel Wind fangen und nicht nur sehr instabil werden, sondern das Ganze auch schnell verlangsamen. Und du hast es dir vermutlich schon gedacht, so eine Rundung ist wesentlich windschnittiger. So, und damit ist das Hintergrundsystem dann auch endlich fertig. Ich bin mega happy mit dem Endergebnis. Ich habe auf Drancer jetzt nicht nur immer einen sauberen Hintergrund, nein, ich habe sogar noch die Möglichkeit, weitere Lichter an diesem Rahmen zu befestigen. Das nächste, was ich unbedingt in Angriff nehmen möchte, ist der Motor für Drancer. Denn aktuell ist es leider so, dass jedes Mal, wenn ich Schwung gebe, das ganze System etwas wackelt. Außerdem fängt Drancer schnell an abzubremsen. Deshalb brauche ich einen kleinen Motor, der den Kreisel kontinuierlich in Bewegung setzt. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren und schreib mir auch gerne in die Kommentare, was ich noch verbessern kann. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like da, denn damit würdest du mich sehr, sehr glücklich machen und wenn ich glücklich bin, bist du bestimmt auch glücklich. Schließlich ist nichts schöner, als jemandem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und wenn ich mir sogar ein Abo von dir verdient habe, dann drück unten den roten Knopf und aktiviere die Glocke. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder und bis dahin tschüss, bye bye und ciao.